Hallo meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Review von mir und zwar zu diesem Produkt. Das ist die getönte Tagescreme von Clarins, die ganz neue. Die kostet ca. 30 €. Gibt es im Internet und bestimmt auch in eurer Parfümerie zu kaufen. Ich habe die Farbe 01, habt ihr in meinem ersten Video wahrscheinlich schon gehört. Da habe ich ein bisschen was über diese Creme schon gesprochen. Sie heißt ganz genau Creme de Soie Teintée de Saint-Laurent und sie hat Lichtschutzfaktor 15. Genauso kommt sie an in dieser Packung. Ausgepackt sieht sie so aus. Da sind 50 Milliliter drin. Genau, sie verspricht sehr viel. Und deshalb hat es mich auch so gereizt, diese Creme auszuprobieren. Und das habe ich jetzt getan. 1,5 bis 2 Wochen, glaube ich. Habe die jeden Tag verwendet und kann euch da jetzt meine Erfahrungen mitteilen. Also sie verspricht eben unter anderem, sie hat so Reflexpartikel und verspricht einen ebenmäßigen Teint, der den ganzen Tag strahlt und aber natürlich aussieht. Sie soll Unebenheiten in der Haut ausgleichen und natürlich Rötungen kaschieren. Und es soll einfach so aussehen, als ob man natürlich schön ist und ungeschminkt schön ist quasi. Und dabei soll sie natürlich noch sehr viel Feuchtigkeit spenden. Ja, da meine Gesichtscreme, die ich verwende, tagtäglich und auch abends, auch von Clarins ist und ich mit dieser Marke sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wollte ich die jetzt unbedingt ausprobieren, weil das natürlich eine tolle Alternative zur dicken Foundation ist für tagsüber. Und ihr seht jetzt auch schon, ich bin jetzt ungeschminkt, nein, nicht ganz ungeschminkt, das ist gelogen, sondern ich trage kein Make-up jetzt momentan, weil ich euch ja zeigen will, wie ich diese Creme jetzt auftrage für den heutigen Tag. Ja, und ihr seht jetzt auch schon, meine Haut hat hier ein paar Rötungen, rote Stellen. Also alles in allem bin ich mit meiner Haut eigentlich schon ganz zufrieden. Sie ist schon recht ebenmäßig. Das Problem ist nur, sie ist sehr empfindlich und ich muss eben so ein paar Farbunterschiede ausgleichen, damit die schön aussieht und damit sie ein bisschen mehr Strahlkraft kriegt. Ich weiß immer nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich diese Creme auftrage oder wie die Textur von der Creme ist. Sie ist sehr flüssig, was ich total gut finde. Das seht ihr auch schon, wenn ich die hier auftrage. Sie fließt. Und im ersten Moment könnte man jetzt meinen, das ist vielleicht etwas dunkel für mich. Ist es aber überhaupt gar nicht. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Ich bin im ersten Moment wirklich total erschrocken, als ich das gesehen habe. Aber ihr werdet gleich sehen, wie toll sich das anpasst. Und zwar verteile ich die einfach so mit den Fingern. Das geht ganz gut. Und da ist schon der erste Effekt beim Auftragen, dadurch, dass die so richtig schön flüssig ist. Wow, das ist Wahnsinn. Die fühlt sich an wie Wasser. Also wie wenn ich mein Gesicht gerade mit Wasser wasche. So fühlt die sich an. Und das ist super angenehm. Also ich merke richtig, wie meine Haut diese ganze Feuchtigkeit aufsaugt, die mir diese Creme gibt. Und das tut richtig gut. Also ich muss dazu sagen, meine Haut ist sehr, sehr, sehr trocken in letzter Zeit. Ich weiß nicht, es gab schon mal Zeiten, da war das anders, aber momentan ist sie sehr trocken. Und da ist es natürlich genau das Richtige, so viel Feuchtigkeit. Ja, ihr seht jetzt, es ging recht schnell. Die verteilt sich sehr gut durch diese zarte und wasserähnliche Konsistenz. Seht ihr schon, es ist jetzt alles schön verteilt. Und man sieht den Farbunterschied jetzt schon nicht mehr. Also es passt sich fantastisch an die Haut an. Ich weiß nicht, wie diese Creme das macht, dass die im ersten Moment so dunkel aussieht und dann auf einmal aber genau auf meine Haut drauf passt. Also das ist fantastisch. Und ich finde das so toll, dass ihr seht ja, ich glänze so leicht, aber es sieht nicht fettig aus. Also es ist kein fettiger Glanz, sondern das sind diese Glanzpartikel da drin. Und ich finde, das sieht einfach frisch,
gepflegt und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, strahlend sieht es einfach aus und das finde ich ganz toll. Jetzt muss ich auf meinen Spickzettel gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich euch sagen will. Genau, was mir aufgefallen ist an dieser Creme, was nicht so ganz positiv ist, das ist, ich habe irgendwie sehr starke Augenringe. Das könnt ihr sehen, vielleicht. Und da die Creme ja nicht so stark deckend ist, deckt sie natürlich auch die Augenringe nicht so stark ab. Aber für den Alltag ist es auf jeden Fall okay, weil wenn es in der Früh schnell gehen muss und einfach gesund und ja, frisch und jung aussehen soll, dann sind so ein paar kleine Schatten unter den Augen auch gar nicht so schlimm. Aber ansonsten könnte man einfach noch Concealer dazu verwenden. Ja, die Rötungen deckt sie sehr gut. Könnt ihr auch sehen, wie sich das verbessert hat. Komplett abdecken tut sie natürlich nicht. Das könnt ihr jetzt auch erkennen. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Weil, wie gesagt, ich will ja nicht mit einer Maske rumlaufen, sondern es soll sich gut anfühlen über meinen ganzen Tag und soll auch gesund und gepflegt aussehen den ganzen Tag. Und das tut sie auf jeden Fall. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie sehr viel Feuchtigkeit spendet und sich total, feucht anfühlt, sagen wir es mal so. Das ist auch nach einem langen Tag noch so. Also die Haut vertrocknet tatsächlich nicht mit der Creme. So, und jetzt 8 Stunden später, nachdem ich die Tagescreme aufgetragen habe, könnt ihr euch mal anschauen, wie sie aussieht. Also ich finde, sie hält richtig gut. 8 Stunden geht noch, aber alles, was drüber hinausgeht, kann die Creme dann auch nicht mehr so gut schaffen. Also ihr seht es jetzt hier, zum Beispiel sieht man so ein paar rote Flecken auf meiner Haut. Das hier sieht man. Die Creme deckt natürlich am Anfang besser als dann nach so vielen Stunden, wo man unterwegs ist und gearbeitet hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn ihr jetzt mal genau hinschaut, mein Haar strahlt immer noch. Also ich finde das schon faszinierend, dass man einfach so gesund und frisch aussieht, auch nach 8 Stunden noch. Und da möchte ich jetzt zum Fazit kommen. Das Hautgefühl ist auch immer noch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, super. Also ich spüre überhaupt nichts auf der Haut. Es fühlt sich an, als hätte ich nichts drauf und das finde ich total angenehm. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn man den ganzen Tag eine dicke Schicht Make-up drauf hat und es dann aber auch spürt. Und das ist bei dieser Creme eben nicht so und deshalb für den Alltag so gut geeignet. Ich trage auch natürlich gerne am Wochenende oder wenn es ein besonderer Abend ist oder ein Shooting oder weiß ich nicht was, dann trage ich auf jeden Fall schon richtiges Make-up, weil das einfach besser deckt. Aber im Alltag finde ich nicht, dass die Haut wie eine Porzellanpuppe aussehen muss, sondern es soll natürlich und lebendig aussehen. Und das macht diese getönte Tagescreme hier auf jeden Fall. Genau, und was ich so schön finde, auch nach dem ganzen Tag, sie geht nicht in die Falten rein. Jetzt darf ich mal nicht lachen. Also seht ihr das hier auf der Stirn? Und auch hier bei den Lippen geht sie nicht in die Hautfalten. Und das finde ich super. Also schon allein aus dem Grund ist diese Creme eine Kaufempfehlung, weil diese BB-Cremes, die ich bisher hatte, das ging gar nicht. Die sehen zwar im ersten Moment schön aus, aber nach 2-3 Stunden Tragen gehen die hier in die Falten rein und ich sehe aus, als wäre ich 10 Jahre gealtert. Finde ich ganz schrecklich. Genau, also ich verzettel mich die ganze Zeit wieder. Mein Fazit zu dieser getönten Tagescreme ist eine super Kaufempfehlung. Ich finde, sie trägt sich angenehm. Sie sieht wunderschön auf der Haut aus. Sie passt sich an. Der Haar strahlt, es sieht natürlich aus, sie geht nicht in die Falten rein, sie fühlt sich sehr angenehm an. Nachteil natürlich, sie deckt nicht so gut. Aber wo der positive Punkt ist, muss natürlich die Deckkraft negativ sein, weil sonst könnte sie sich nicht so unsichtbar anfühlen, sage ich jetzt mal. Und deshalb ist es klar, dass man an der Deckkraft Abstriche machen muss. Genau. Super Kaufempfehlung, finde ich ein super Produkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt, ob ihr diese Creme auch schon mal ausprobiert habt oder wie ihr dieses Video fandet. Fandet ihr es hilfreich?
Oder würdet ihr gerne mal andere Produkttests sehen? Würde mich interessieren. Genau, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr das hilfreich fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.